Vorförderpumpe vom Diesel, die hier, die will ich ersetzen, weil ich den Verdacht habe, dass die Dichtung innen drin undicht ist. Da würde ich gerne noch eine Bohrung setzen und dort eine Schraube einsetzen, sodass ich das aufdrehen kann und die Luft ablassen kann. Ist jetzt nur angelaufen, aber wieder ausgegangen. Barcelona rein sind es 18 Kilometer. Ich bastel verschiedene Sachen am Boot heute. Unter anderem will ich am Motor, wo liegt sie? Hier liegt sie. Die Vorförderpumpe vom Diesel, die hier, die will ich ersetzen, weil ich den Verdacht habe, dass die Dichtung innen drin undicht ist. Das ist die hier mit dem Hebelchen. Das ist das eine, was ich machen will, und das andere ist, auf dem Filtergehäuse von dem Dieselfilter habe ich keine Luftablassschraube. Also zum Entlüften ist das ziemlich hinderlich. Ich muss das immer oben am Motor machen, und da würde ich gerne noch eine Bohrung setzen und dort eine Schraube einsetzen, sodass ich das aufdrehen kann und die Luft ablassen kann. Jetzt habe ich ungefähr 2 Stunden gebraucht, mal alles herzusuchen, was ich brauche. Jede Menge Werkzeug ist offen, jede Menge Kisten mit Schrauben sind offen. Werkzeugkasten. Hier habe ich Dichtungen geschnitten für das Schräubchen. Da steht auch jede Menge Werkzeug und Schrauben, und ja, die Achterkabine habe ich ausgeräumt. Da habe ich gerade noch die englischen Nüsse rausgesucht. Und das ist die Achterkabine schon vorbereitet. Alles Werkzeug liegt da. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich alles. Packen wir es an. Also was wir hier sehen, ist einmal das Filtergehäuse, wo der Dieselfilter dran ist. Den werde ich jetzt als erstes rausnehmen und habe dann vor, dieses kleine Schräubchen hier oben anzubringen. Da möchte ich ein Loch reinmachen. Das ist auch ziemlich der höchste Punkt. Mit Gewinde reinschneiden und dann die Schraube. Und hier unten ist die Vorförderpumpe, die praktisch ersetzt werden soll durch die hier. Man sieht das vielleicht hier schon so ein bisschen. Beginnen wir mal damit, hier den Dieselfilter abzuschrauben. Damit da nicht so viel Diesel daneben läuft, habe ich hier eine Plastiktüte drüber gezogen. Und löse jetzt hier oben mal die Mutter. So. Dieselfilter habe ich jetzt. In der Tüte ist viel Diesel drin. So. Da sieht man das ganz gut. Also normalerweise dichtet der hier unten mit dem Konus. Das scheint nicht mehr so ganz zu klappen. Da oben hat jemand schon mal Dichtschnur reingemacht. So, ich lege die mal da unten hin. Sehr gut. Da ist er. Also das ist jeweils so eine Überwurfmutter. Hier ist eine Verdickung. Und damit wird das dann festgedrückt. Könnt ihr mal kurz erklären, was eigentlich was tut, ne? Also das ist der Dieselschlauch, der kommt vom Tank und geht hier in die Vorförderpumpe rein. Da ist oben auch ein Pfeil drauf. Und diese Vorförderpumpe hat hier unten ein Hebelchen, damit kann ich pumpen und den Diesel ansaugen. Aber wenn die Maschine läuft, dann drückt der Motor auf diesen Hebel hier, der nichts anderes ist als dieser Handhebel vorne. Und damit wird auch Diesel angesaugt. Und von dort geht es dann über dieses Rohr, geht es dann einmal hier oben in das Filtergehäuse rein. Und im Filter wird eben der Diesel gefiltert. Und von dort aus geht es dann weiter an die Einspritzpumpe und der Rücklauf praktisch zurück zum Tank. Das ist das, was hier stattfindet. Und man sieht das eben auch, wenn ich jetzt die Schläuche abhabe, dann ist ja Luft im Kraftstoffsystem.
Und die Luft muss natürlich raus, sonst kann der Motor nicht anspringen. Und deswegen werde ich jetzt dann hier eine Schraube reinmachen, eine Bohrung reinmachen, ein Gewinde reinschneiden und eine Schraube reinmachen. Damit ich hier dann, wenn ich das wieder zusammensetze, auch die Luft ablassen kann. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe mit der Fühlerlehre, hier steht metrisch, auf die Schraube, so dass es genau reinpasst, das Gewinde. Und hier steht 0,8. Also weiß ich, das ist eine 0,8 Steigung von einer metrischen Schraube. Und das ist das Schneidwerkzeug. Und hier auf dem Schneidwerkzeug steht auch 0,8 drauf und es ist eine 5er. Und ich weiß ja, dass ich eine 5er Schraube habe. Da ist die 5er Schraube. Und das ist praktisch jetzt das Schneidwerkzeug, was dazugehört. Und das Loch bohre ich jetzt ein kleines bisschen kleiner als diese Schraube, damit das Gewinde dann auch wirklich passt. So, wir haben ein Gewinde und ich setze mal die Schraube ein. So, da habe ich 2 Papierdichtungen geschnitten, die unten drunter kommen. Und das Ganze darf man dann nur handwarm anziehen, weil ich da nicht viel Material habe. Guck mal, der kommt schon. So. Da ist noch was runtergefallen. Da ist noch mal ein Verstärkungsblech mit drauf. Das ist gerade runtergefallen. So. Das Dichtpapier musste ich gerade ein bisschen größer schneiden. Das hat nicht ganz hundertprozentig gepasst. Kommt die neue Pumpe. Also was ich bisher gemacht habe, ist, dass ich die Entlüftungsschraube gebohrt und das Gewinde geschnitten habe und eingesetzt habe. Das funktioniert. Ich habe die Vorförderpumpe montiert. Das hat auch funktioniert, nachdem ich die Schraube zum Glück wiedergefunden habe, die mir in den Motorraum gefallen war. Und bisher läuft es gut. Jetzt werde ich noch den Ölfilter wieder einsetzen, den Dieselölfilter, und entlüften. Und dann wird es spannend, weil dann muss das ganze System dicht sein, sonst läuft der Motor nicht rund. So, ich habe jetzt hier die Dichtung wieder reingelegt. Der Dieselölfilter, der ist noch recht frisch, den setze ich wieder ein. Das reicht aber. So, der ist fest. Der ist auch fest.
So. Jetzt kann ich mal entlüften. Das heißt, ich drehe jetzt mal meine nagelneue Entlüftungsschraube hier oben raus. Liegt die zur Seite und ich habe jetzt hier unten, da habe ich ja noch einen Vorfilter und da kann ich jetzt pumpen. Ah, guck. So soll das sein, dass da Diesel rauskommt. Jetzt ist das System entlüftet, keine Luft mehr drin. Bin jetzt mächtig gespannt, ob das alles klappt. Wünscht mir Glück. Also er ist jetzt nur angelaufen, aber wieder ausgegangen. Das lag daran, weil er eben noch ein bisschen Diesel drin hatte. Aber offensichtlich hat das irgendwie noch nicht gereicht oder ich habe eine Undichtigkeit. Werde ich nochmal alles durchchecken. Wie man vielleicht hinter mir hört, die Maschine läuft jetzt endlich. Das war aber jetzt ein hartes Stück Arbeit. Einmal war die Entlüftungsschraube, die ich oben reingedreht habe, da haben die Dichtungen noch nicht gereicht. Das habe ich jetzt noch mal eine Lage mehr Dichtung eingelegt. Und dann hat sich offensichtlich eine hartnäckige Luftblase irgendwo gebildet oben vor den Einspritzdüsen. Also ich habe jetzt oben die Leitungen kurz mal gelöst. Wenn ich das nicht schaffe, an dieser Stelle zu entlüften, dann gibt es die zweite Möglichkeit. Wir haben hier oben die Einspritzdüsen. Und die haben hier hinten, da sieht man zwei davon, hier unten, da kommen die Dieselleitungen an. Und wenn ich es also nicht schaffe, hier vorne zu entlüften, dann drehe ich diese Schrauben auf. Das sind die mittleren beiden Zylinder. Also da reichen 2-3 Umdrehungen. Und dann lasse ich den Motor eben ein paar Minuten orgeln. Oder nicht ein paar Minuten, das ist falsch, ein paar Sekunden. Also so 10 bis 15 Sekunden. Dann gucke ich nach. Wenn dort Diesel austritt, dann weiß ich, er fördert praktisch Diesel bis dorthin und hat die Luft rausgedrückt. Und wenn dort aber noch alles trocken ist, dann orgel ich eben nochmal, also lasse den Anlasser nochmal drehen für ca. 15 bis 20 Sekunden. Und das mache ich eben so lange, dieses Kontrollieren und nochmal den Motor drehen lassen, bis da oben die Luft rausgedrückt ist. Also ich habe jetzt oben die Leitungen kurz mal gelöst, habe ihn dann so lange orgeln lassen, bis oben Diesel rausgespritzt ist. Habe wieder geschlossen, das heißt bei 2 Zylindern mache ich das. Bei den mittleren beiden und ja, dann nochmal 20 Sekunden orgeln und dann kommt er aber auch, weil dann hat er das bisschen Luft, was noch praktisch ja, zwischen Einspritzdüse und Zylinder ist, hat er dann auch noch rausgedrückt. Wie ihr seht, läuft er jetzt schön und ich bin ganz froh drüber. Also Baustelle beendet, es immer so ist. Es dauert 5-mal so lang, wie man dachte. Ich hatte um 9 angefangen, jetzt ist es 3:30 und ich habe noch nicht mal aufgeräumt. So sieht das aus. Liegt dann natürlich alles kreuz und quer. Da unten ist was, hier ist was, da liegt das ganze Werkzeug. Hier ist Werkzeug, da unten ist Werkzeug. Hier liegt Werkzeug, da liegt auch Werkzeug. Ich glaube, da hilft nur eins, Musik anmachen, einen Kaffee kochen und dann aufräumen. Aber wenigstens das habe ich jetzt fertig, da bin ich schon mal sehr froh drum.
Ich habe ja vorhin am Motor geschraubt und will heute noch mal in die Stadt gehen. Nach den vielen Schrauben bin ich jetzt ganz froh, dass ich mich ein bisschen bewegen kann. Nach Barcelona rein sind es 18 Kilometer. Ich bin es tatsächlich schon mal gelaufen, aber heute fahre ich jetzt mal ein Stückchen mit dem Fahrrad. Wenn ich keine Lust mehr habe, steige ich in die Bahn. Das ist ja das Praktische daran mit so einem Faltfahrrad, dass man das eben auch in die Bahn nehmen darf. Wir fühlen uns ja wirklich wohl in Al Masnou oder wie der Katalane sagt, Au Masnou, weil es einfach ein schöner Hafen ist mit vielen kleinen Shops, wunderschöne Strände links und rechts und sobald man den Hafen verlassen hat, sieht man eben Barcelona am Horizont. Man hat eine schöne Strandpromenade, die bis nach Barcelona reinführt. Immer mal wieder gesäumt von Strand. Und was ihr hinter mir seht, ist die Bahnlinie, die auch nach Barcelona reinführt. Das heißt, man hat da auch super die Möglichkeit, so alle 3-4 Kilometer wieder in die Bahn einzusteigen, wenn man nicht mehr möchte. Es ist immer wieder schön, abends in der Stadt unterwegs zu sein. Das lohnt sich echt immer. Das ist so schön hier. Die alten Bauten, das Flair, die Leute, die am Samstagabend in der Stadt unterwegs sind. Träumchen. Das scheint noch der Soundcheck zu sein. Ich glaube, die legen erst später los. Taxi. Nach dem ganzen Schrauben war es mir wichtig, mich ein bisschen zu bewegen und so bin ich tatsächlich mit dem Fahrrad ganz bis in die Stadt hineingefahren. Bei solchen Ausflügen lasse ich mich gerne treiben und da ist mir dann auch gar nicht so wichtig, ob ich mein Ziel erreiche. So habe ich mich dann tatsächlich auch verfranst und bin auf einem Stadtteilfest in Eixample gelandet. Eixample ist ein sehr spannender Stadtteil, der liegt nicht weit von der Plaça Catalunya entfernt. Eixample ist deswegen bekannt, weil es nach der Öffnung der Stadtmauer 1860 die erste große Stadterweiterung von Barcelona war und ist sehr bekannt durch ihre quadratischen Häuserblocks mit den abgeschrägten Ecken.
Eixample mag ich sehr gerne. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Stadtteil und er ist mit der bevölkerungsdichteste Ort in Europa. Die Häuser sind hier bis zu 5 Stockwerke hoch, das sind die alten Stockwerke, also teilweise bis zu 16 Meter. Wenige Querstraßen nördlich von der Plaça Catalunya befindet sich eine Straße, die von Westen nach Osten durch die Stadt geht, und diese wurde aufwendig in den letzten Jahren umgebaut in eine Fußgängerzone. Ich finde das wirklich sehr beachtenswert, weil hier geschafft wurde, einen Platz für die Menschen zu schaffen. Hier wird gerne spazieren gegangen am Abend, es gibt Bänke und kleine Parks in der Straße und es gibt kaum noch Autoverkehr, auch wenn er offiziell nicht verboten ist. Die Anwohner nehmen das sehr gerne an, teilweise wird auch an den Tischen und an den Bänken gefrühstückt und Mittagspause gemacht. Ich hatte vollkommen unterschätzt, wie kühl es am Abend werden könnte und war dann vom Fahrradfahren so erhitzt, dass ich befürchtet habe, mich zu erkälten, und so habe ich mich auch gar nicht sehr lange in der Stadt aufgehalten, denn das Ziel war ja erfüllt, etwas ganz anderes zu sehen, mich zu bewegen und etwas rauszukommen. Und so habe ich mich dann auch langsam wieder auf den Rückweg gemacht. Wenn es dir gefallen hat, vielen Dank, dann hinterlass einen Kommentar und ein Like und ja, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, ich bin raus. Tschüss.